Howdy Folks, lang ist her das letzte Video, so wird es mal wieder Zeit für einen kleinen Bericht. Aber heute steht leider auch schon wieder auf dem Thermometer, fasse dich kurz. Es ist recht frisch, aber ich habe News insofern, als ich sagen kann. Ich bin in Alaska, das hier ist Alaska, dieser Pier hier ist Alaska. Und doch ist dieses Video zugleich ein Two-in-One-Video. Ja, 2 Länder, ein Video. Wo gibt es das sonst noch? Außer bei eurem freundlichen Reiseberichterstatter aus dem Wilden Westen. Und wenn man jetzt nämlich hier rüber schwimmen würde, ja, würde man sich nicht nur den Bimbam tierisch abfrieren, man wäre dann auch mit dem abgefrorenen Bimbam drüben in Kanada. Anderes Ufer ist schon Kanada, denn hier links liegt Hyder, Alaska. Und der Hund hier ist wahrscheinlich ein Alaska-Seehund, nehme ich mal an. Und er ist einer von den 87 Einwohnern von Hyder, Alaska vielleicht. Ja, das liegt nämlich da hinten, mehr ist es auch nicht. Und hier drüben Stewart, British Columbia, Kanada, mit sage und schreibe 700 Einwohnern. Dieses Hyder, Alaska ist so eine kleine Spezialität, denn ja, es ist Kanada, aber es ist nicht auf dem Landweg mit dem Auto, sag ich mal. Du kannst natürlich zu Fuß latschen und Pferd, aber es gibt keine Straße in den Rest von Alaska. Ja, und den Rest von den USA natürlich erst recht nicht, weil Alaska ist ja wirklich eine Exklave. Ja. Und ja, deshalb ist es zwar Alaska, aber es ist auch noch nicht so das richtige Alaska oben, wo ich eigentlich hin will. Aber immerhin. Ja, da fehlt also noch ein ganzes Stückchen. Insofern eine Spezialität. Aber hier gibt es dann auch halt keine unfreundlichen US-amerikanischen Grenzbeamten. Das ist natürlich sehr erfreulich. Ja. Jetzt war ich gerade hier oben, hier das Tal runtergefahren. Das kann man nämlich machen. Da kann man 30 Kilometer rauf und runter fahren. Und dann endet man oben am Salmon River Glacier. Fantastischer Gletscher. War ich jetzt über Nacht gestanden. War auch der Hammer. Aber heute Morgen, als ich euch ein Video machen wollte, Nebel, was willst du machen? Ne? Ja, das letzte Video. Da war es ja nicht nur noch mollig warm, sondern da war ich auch in einer Werkstatt in Kalifornien noch, in sunny California. Und da haben wir ja Zylinderköpfe gemacht, war ja eine größere Operation da. Und von daher, weil die Ventile verkloppt waren, die waren ja irgendwie defekt, ne? Und das haben wir alles gemacht. Die Ventile haben wir auch bis jetzt durchgehalten. Unter anderem haben wir da auch die Wasserpumpe mitgemacht. Ja, die hat jetzt letztens hier wieder angefangen zu suppen. Dann stand ich jetzt 3-4 Wochen hier in Prince George, British Columbia, the Hub of the North, ja, rum und habe gewartet auf eine neue Wasserpumpe. Da ist zwischenzeitlich auch Benzinpumpe wieder verreckt und so. Und ja, aber ich habe reichlich Besuch gehabt, das ist mal das Positive dran. Ja. Aber ansonsten ja, recht öde, ne? Und da wartest du, die scheiß Pumpe wieder verreckt. Ne? Und das Tollste ist, jetzt bin ich seit 1500 Kilometern unterwegs und die neue Wasserpumpe leckt schon wieder. Ja, und da verlierst du dann langsam irgendwann mal das Vertrauen. Denkst du irgendwie, produzieren die eigentlich nur Scheiße oder was? Oder ist es sonst irgendwas? Oder habe ich irgendwie Cola im Kühlsystem? Oder ich weiß auch nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen lästig. Ne? Und ihr merkt schon, ich bin ja so ein bisschen angeranzt hier deshalb. Ja. Und ja, bevor ich euch noch immer mit schlechten Nachrichten bombardiere, dann lasse ich es halt auch. Ja. Und deshalb gab es jetzt länger kein Video. Ja, ja gut. Genau, das heißt, ich darf mich jetzt irgendwie am Yukon oben irgendwie in Whitehorse oder so nochmal auf einen längeren Boxenstopp wieder einstellen, wobei ich da super viel Lust zu habe natürlich. Denn das Schöne an der Gegend hier oben am Yukon oder auch hier oder Alaska oder Kanada generell, ist noch mein Eindruck, ist halt die Natur. Ja? Also die Landschaften, die Bären und so weiter. Und wenn man einen Bären sieht, ist es natürlich wunderbar. Ja? Aber das heißt auch, wenn man jetzt nicht in der Natur ist, sondern wenn man jetzt halt wochenlang, so wie ich jetzt die letzten Wochen, am Rande eines Neubaugebiets abhängt, dann ist es einfach grottenöde. Ja? Das ist grottenöde und da gibt es auch echt in den Städten auch einfach nichts zu holen, muss man einfach sagen. Da gibt es zwar dann, wenn du Glück hast, irgendwie Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, aber das ist nicht der Hammer. Ja? Umso besser, dass ich im Moment Gesellschaft habe. Das hier ist nämlich der Thomas, beziehungsweise das ist die Karre von Thomas. Das ist der Thomas, ist nämlich der Mann, der hier gerade dabei hilft. Das ist der Thomas. Der Thomas, nochmal Tag. Das ist der Thomas, der hilft gerade hier den beiden mexikanischen Bikern ihre Mopeds zu reparieren. Und da geht es auch weiter. Und da habe ich ein bisschen Gesellschaft. Ja, genau, der Sommer geht ja schon bald zu Ende, deshalb muss ich Gas geben, jetzt, dass ich noch in den hohen Norden komme. Mitternachtssonne ist ja schon untergegangen ganz oben. Außerdem habe ich auch die Entfernung so ein bisschen unterschätzt. Ne? Also Mexico City, was ja schon zu Nordamerika gehört, von Mexico City bis zur Nordspitze Alaskas, ist ungefähr so weit wie von Argentinien bis Kolumbien oder von Deutschland bis Pakistan. Ja? Beides fährt man nicht mal eben so am Wochenende oder zum Kaffee trinken, das zieht sich. Ja? Also... Na gut, ich muss eigentlich jetzt vorankommen. Ich hoffe mal, ich strande ja nicht zu lange und sende euch bis dahin frostige alaskaische Sommergrüße aus dem Wilden Westen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.